Ring, ring, hallo! In der heutigen Sendung stellen wir euch die beiden DVDs ein bisschen genauer vor, genauer gesagt Savages und Schwermetall. Dazu gibt es Neuigkeiten von David Beckham und Robert Pattinson und wir zeigen euch ein Making-of von der Erfolgsserie Friends. Also unbedingt dranbleiben. Ja, wir sind kurz vor dem Wochenende. Herzlich willkommen, liebe Damen und Herren, zu der Freitagsausgabe der Star News. Und heute lohnt es sich unbedingt dran zu bleiben, weil wir stellen euch die DVDs ein bisschen genauer vor. Und am Schluss der Sendung könnt ihr die natürlich auch gewinnen. Also wer jetzt wegzappt, der ist sozusagen selber die Schuld. Vorher aber noch kurz die News vom Tag. Und zwar haben wir da Neuigkeiten von jemandem, der schon ein paar Mal bei uns in der Sendung vorgekommen ist. Die Rede ist vom Dreamliner. Der Herr Dreamliner, ziemlich breit, ziemlich lang und ziemlich glücklos, weil er eben am Boden unten muss bleiben und nicht fliegen darf. Aber jetzt ist ausgekommen, die FAA, die US-Luftfahrtbehörde, die hat entschieden, er darf wieder in die Luft, zumindest für die Testflüge. Und das ist ein grosser Moment, vor allem für den Flugzeughersteller Boeing und den Dreamliner und allgemein für die Aviatik. So, ein grosser Tag ist heute auch für alle Fans von David Beckham. David Beckham macht jetzt anscheinend Werbung für H&M, also das macht er schon länger, aber jetzt ist eine neue Kampagne rausgekommen. Directed hat den Spot der Guy Ritchie, Ex-Mann von der Madonna, grossartiger Regisseur, unter anderem Bube, Dame, König, Gras oder Snatch, also der Mann weiss, wie man Film macht, hat jetzt aber einen grossen Fehler gemacht und das ist der Skandal vom heutigen Tag. David Beckham hat ein Po-Double. Hä? Ist das zu glauben? Der Mann, der jeden Tag Sport macht, der ein Sexsymbol ist für so viele Frauen auf dieser Welt, schafft mit einem Po-Double. Und wie das Po-Double aussieht, das zeigen wir euch jetzt im Spot vorhanden. What I want. Count high, low, don't worry, my eyes are closed. I'm the Superman and it's my show. 1, 2, 2, gonna kick with my new shoes. I'm gonna kick until I need new shoes. Yeah, yeah, I said don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me Ja, ich frage euch, wie hat man das herausfinden, dass da mit einem Po-Double geschafft worden ist? Anscheinend sind die Tattoos da hinten, wenn man da hinten schaut, da sind die Tattoos ein bisschen falsch und nicht so wie beim originalen David. Also, ganz aufmerksame Zuschauer, die wir hier haben, die das uns gemeldet haben. Weiter geht es mit den Meldungen von einem anderen schönen Mann, und zwar ist der jetzt vom Robert Pattinson. Und zwar heisst es jetzt heute, der Robert Pattinson, das ist ein Tiger im Bett. Er ist ein Tiger im Bett und man versteht irgendwie allgemein nicht, warum Kristen Stewart ihn verlassen hat. Ja, was macht man mit so einer Nachricht? Man verkrugelt sie und schmeißt sie weg. Das wollen wir gar nicht wissen, ob der Robert Pattinson gut ist im Bett oder nicht. Aber jetzt wissen wir es. Hast du gehört, Eva? Wäre vielleicht noch etwas für dich. Egal. So, was machen wir dazwischen? Ein bisschen Werbung. Heute am 8. natürlich, und täglich am 8. Gibt es gute Filme auf Start TV. Vielen Dank. Sehr wichtig, schaltet ein, täglich am 8. bei uns auf dem Sender. Weiter geht's bei uns in der Sendung mit den DVD-News. Ja, wie am Anfang der Sendung versprochen, stellen wir euch heute noch 2 DVDs ein bisschen genauer vor, die ihr am Schluss der Sendung natürlich auch gewinnen könnt. Und zwar fangen wir gerade an mit Savages. Savages ist ein unglaublich cooler Titel, directed von Oliver Stone. Der hat unter anderem gemacht Natural Born Killers, Any Given Sundays und JFK und spielen Namen mit. John Travolta, Selma Hayek und Benicio del Toro. Der Film kann eigentlich gar nicht schlecht sein. Macht euch ein eigenes Bild, da zeigen wir euch den Trailer.
Nur weil ich euch diese Geschichte erzähle, heißt das nicht, dass ich am Ende noch am Leben bin. So eine Geschichte ist das. Jedes erfolgreiche Geschäft hat eine Entstehungsgeschichte. Ben hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft und einen in Botanik. Das ist das beste Cannabis der Welt. Er nimmt 99% der Gewalt aus dem Geschäft. Das restliche Prozent? Da kommt dann schon ins Spiel. Ihr Jungs habt ein sauberes Geschäft, aber jetzt expandiert das Kartell nach Norden. Lieber in ein Ben und John Regal in Gang Nummer 3. Ich liebe euch, Jungs. Wir sind jetzt zu dritt auch. Und ja, ich bin mit beiden zusammen. Es sind eure Methoden, an denen wir interessiert sind. Wir werden nicht zusammenkommen. Nichts Persönliches. Ich fürchte, unser Auftraggeber wird das sehr persönlich nehmen. Ihnen fehlt der nötige Respekt. Ich kenne jetzt Ihre Schwäche. Oh mein Gott. Ich würde auf den Deal eingehen anstelle der Enthauptung. Die haben unsere Freundin entführt. Und ich werde alles machen, um sie da rauszuholen. Du hast auf einen Agent eingestochen! Du kommst in mein Haus? Du bedrohst meine Töchter? Checkst du nicht, dass ich Kameras in der ganzen Hütte habe? Erst mache ich dich und deine Töchter kalt, dann fackel ich das Haus ab. 7 meiner Männer tot? Ich sagte ihnen doch, dass die mich rausholen. Stopp! In deiner Liebesgeschichte läuft etwas gewaltig schief, Baby. Wenn die Leute denken, du bist schwach, wirst du sie irgendwann töten müssen. Ja, was lernt uns Savages? Es ist nicht gesund, wenn man als kleiner Drogendealer sich mit der mexikanischen Drogenmafia anlegt. Und dass ihr euch nicht mit irgendjemandem anlegen müsst, könnt ihr jetzt den Film gewinnen. Geht auf unsere Facebook-Page www.facebook.com/starttvswitzerland und dort auf den Like-Button drücken und dann gehört euch vielleicht schon bald ein Exemplar von Savages. Ja, der zweite DVD, den man heute gewinnen kann bei uns, der heisst Schwermetall. So sieht das Teil aus, sieht extrem gefährlich aus, ist es wahrscheinlich auch. Und ich habe mir von der Kinoredaktion sagen lassen, speziell an Schwermetall, das ist eine Miniserie mit 6 kleinen Folgen. Und das Lässige daran, jede Folge spielt in einer anderen Zeit und in einer anderen Welt. Und das schauen wir uns jetzt am besten mal an. Da kommt der Trailer von Schwermetall. What good a kingdom if not based on substance? Hubidi-hubidi-hu. Ja, wenn ihr Schwermetall bei euch daheim im DV-Regal zu stehen habt, dann geht auf unsere Facebook-Page facebook.com/starttvswitzerland, drückt auf den Like-Button und vielleicht gehört euch schon bald so ein Exemplar. Ja, wir verlassen DVD News, machen schnell Werbung. Täglich am 8. Super Spielfilm auf Start TV. Ja, liebe Damen und Herren, wir haben euch ja dazu aufgerufen, schon vor einem Zeitchen. Und zwar haben wir von euch wissen, welche Serie das wir zukünftig zeigen sollen auf Start TV. Jetzt hole ich die Serie da hinten aus meinem Gewinnregal führen. Und zwar tun wir immer noch auslosen zwischen Sex and the City, Baywatch oder auch Friends. Und ihr müsst uns dabei helfen. Geht auf unsere Facebook-Page und dort könnt ihr für eine von diesen Serien abstimmen. Und die Serie tun wir dann hier auf dem Sender ausstrahlen. Im Moment in Führung Friends,
Also wer das verhindern will, der soll jetzt mächtig und kräftig voten. Und es lohnt sich doppelt, weil erstens seht ihr dann die Serie bei uns am Sender und zweitens bekommt ihr jeweils so eine Staffel, wenn ihr voten, wenn ihr dann gewinnt. Und dann könnt ihr euch das Zeug daheim so oft anschauen, wie ihr wollt. Wir haben gefunden, wir stellen euch heute Friends noch mal ein bisschen genauer vor. Ist eine unglaublich lässige Serie mit der jungen Jennifer Aniston, unter anderem David Schwimmer und so weiter und so fort. Gute Schauspieler, gute Serie, ein riesen Erfolg. Und wir haben das lässiges Making-of gefunden bei uns im Archiv, das wir euch jetzt nicht vorenthalten. Und würde ich sagen, viel Spaß mit dem Making-of von Friends. We're off on a whole new adventure, and it's very exciting. We sort of built this family that just kept growing and growing and growing, and it sort of culminated and grew into Friends. A teenager came up to me and said, "You've got to tell me what happens with Ross and Rachel." And I said, I don't even tell my children. It's the beginning of a new season for the hit television show Friends. In a little more than 2 weeks, the first episode will be filmed in front of a live audience. Over the next 9 months, 23 more will come together in rapid fashion. A TV show is like a freight train. Once it leaves the station, it gathers an unstoppable and relentless momentum. First on board for Friends are the writers. In the first episode, maybe the first line you're playing catch-up, but you know, the second one, when you know, I just got to get off my chest. Not to me! You know, I think you're definitely there. This is the Rachel's hotel room. Remember in the cliffhanger last season how they Her and Ross got kind of drunk in here? Kind of. They were blasting. Wow. Hello. 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 Cliffhanger at the end of last season was sort of a double cliffhanger. This is it. You sure you want to do this? Monica and Chandler plan to get married. Just before they walk into the chapel and are able to go through with it, Ross and Rachel drunkenly stumble out of the chapel, having just gotten married. Whoa! Oh my God. We A, don't know what Monica and Chandler are going to do, and B, we have no idea what the hell Ross and Rachel were thinking and what they're going to do to get out of it, or if they even want to get out of it. Adam Chase is an executive producer and one of the head writers on Friends. He's written the first 2 drafts of the premiere episode, and now the way it works is the script gets thrown to the table, where the entire writing staff gives input and makes suggestions. It's not about that. What it's about is he really just does not want another divorce. And I really think that confuses things. You can fix it by, in that scene that he says, we'll get an annulment, and he goes, oh, and she's blah, 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 and he says, well, it's because it's still a failed marriage. And she goes, but it's like it never happened, and she sells it, and he goes, oh, okay. He kind of reluctantly gets on board, then you'll at least understand it when he does it, and it's not just odd. This episode, the first episode of the season, we've got the wedding chapel, Rachel's hotel room, the coffee shop at Caesar's with the buffet line. We have an airplane. We have Monica and Rachel's apartment. John Schaffner, the art director, runs down the list of sets in the season premiere for supervising producer Todd Stevens. But it's all guesswork because the script is still a work in progress. Like if you leave really upbeat, bye Rachel, bye, bye, see ya. Okay, I didn't do it. Yeah. What? I didn't do it. I think that's less funny. Oh. I think it's funnier. Not the way you did it. It's opposite there. No, I think it's funnier when it's got a few line build up. Sorry. No, the acting. I loved it. It was vivid. It was like, wow, where'd Sean go? But as Friends heads into another season, there's a lot riding on just how funny they can make it. It's always one of the top 10 rated shows on television, and NBC still relies upon Friends to kick off its crucial Thursday night block of must-see TV programming. Must-see TV Thursday in 2 weeks. As far as our Thursday night goes, it sets off our Thursday night, and without it, we would have
a very difficult time keeping the numbers as high as they are. It becomes an identity. You know, when people drive by the Warner Brothers lot and they see the Friends cast photo on that wall, you know, for the studio, it is, we are the studio that produces Friends. You know, the financial rewards should be obvious. Friends averages over 24 million viewers every week. This makes it one of the crown jewels for Warner Brothers Studios. They produce the show and sell it to NBC. I actually think that's all you need. I think Phoebe can, after Phoebe's joke, she can walk out and they can all walk out after her. At either end of the writers' table sit Marta Kaufman and David Crane. They created Friends, and together with their partner, Kevin Bright, big first show, they oversee one of television's most successful production companies. Besides Friends, Bright Kaufman Crane has two other shows in prime time. Bright Kaufman Crane. Sweetie. Jesse and Veronica's Closet. Meet your new boss. Hello. There you go. We met in college, and so we've been writing for over 20 years together. And we did musicals in New York. We wrote musicals. In our late 20s, we went, wow, we're not making any money. And so... I had a baby at this point. We just started coming up with ideas for shows and trying to sell them. And one of the first ones we sold was Dream On. Dream On's success on cable opened the door to the networks. NBC put Friends on the air in 1994, and Bright Kaufman Crane was off and running. Kai Blomberg, Quent Schierenberg, and Greg Bruza make up the set dressing department for Friends. Their first order of business is to dress one of the three main sets on Friends, Monica and Rachel's apartment. This means putting back every piece of furniture, decorative art, books, and the countless other items that turn a soundstage into a TV home. Wow. This is Marjorie, our prop master. Well, we like to call her a prop diva. Divas. First day back, coming into the prop room, let's see what it looks like after last season's clothes. Yeah, that's pretty much what I remembered. Props are what I do. Props are anything an actor touches. Anything that they need to touch and handle is something that props handles. You know, on other kinds of shows it would be guns, it would be, you know... A clipboard, a briefcase, a cup of... In this case, a cup of coffee, the food they're eating, the magazine they're reading. Anything the actor touches, she has to find and make it just perfect for that character and for the scene. Hey. Hello. Oh! Oh, Monica! It's so beautiful! I know! One episode, Monica had a dollhouse given to her by her great-aunt. It was a Victorian, beautiful dollhouse, and Phoebe wanted to play with it, but Phoebe wanted to bring all sorts of absurd things into it, and Monica refused. So check it out. What's this? That's a dog. Every house should have a dog. Not one that can pee on the roof. So Phoebe decided to make her own dollhouse out of shoe boxes. Look, look. So that was a real fun one. Of course, we had to make 6. So not only did we make in like 3 days. yeah, it was a short day. We had the licorice room. You can eat all the furniture. Does anyone want to join me in the aroma room? All right. I would. But we had to make 6 because, of course, they had to burn. Oh, fire! There's a fire! Fire! It was like the pièce de résistance of this department at one time. All the pieces of Friends' signature set, Central Perk, have been found, and work continues on reassembling the world's most famous make-believe coffee house. Ja, Jennifer Aniston ist eine unglaublich schöne Frau, oder? Also, ich glaube, alle in der Redaktion können das bestätigen. Kameramann, Raffi.
Ja, er nickt. Er nickt, er tut es. Also, ja, nein, also müssen wir gar nicht diskutieren. Ja, kurz Werbung. Täglich am 8. Spiel vom Starterbau. Liebe Damen und Herren, ist extrem wichtig. Schön, dass ihr dabei gewesen heute. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Jetzt geht es hier weiter mit der Erfolgsserie Dr. Beckham. Und was nachher kommt, das seht ihr in einer kleinen Zusammenfassung, die wir euch jetzt präsentieren. Wer auf Agentenklassiker steht, sollte heute Abend unbedingt einschalten. Der menschliche Faktor beschäftigt sich mit der Welt der Spionage zur Zeit des Kalten Krieges und den Beziehungen der westlichen Welt zum damaligen Apartheidsregime in Südafrika. Maurice Castle lebt glücklich mit seiner Familie auf dem Land und arbeitet in der Sicherheitsabteilung des britischen Außenministeriums. Als sein Kollege Davis eines Tages von seinen Vorgesetzten der Spionage verdächtigt wird, wird Castle nervös. Denn er selbst hat 7 Jahre lang als Doppelagent den sowjetischen Geheimdienst beliefert. Trotz Zweifel wird der Kollege Davis beseitigt und Castle gerät in eine verzwickte Situation. Am Samstagabend um 20 Uhr zeigen wir Lola, ein deutsches Drama von Rainer Werner Fassbinder. Der neue Baudirektor, Herr von Bohm, tritt in der Kleinstadt Coburg sein Amt an und wird durch seine sehr korrekte und unbestechliche Art schnell unbeliebt. Denn in der Gemeinde hat Baulöwe Schuckert das Sagen. Treffpunkt der Stadt ist die Villa Fink, ein florierendes Bordell, wo alle wichtigen Angelegenheiten, Beziehungen und Liebesdienste der Kleinstadt ausgehandelt werden. Dort ist die wunderschöne Marie-Louise, besser bekannt als Lola, der Star der Stadt. Nachdem von Bohm Schuckerts Machenschaften aufdecken will, versucht dieser ihn zum Schweigen zu bringen und verspricht ihm Lola. Der Film am Sonntag ist Das Bildnis der Dorian Gray, eine Verfilmung des gleichnamigen Romans von Oscar Wilde. In den Hauptrollen spielen Colin Firth und Ben Barnes. Im Atelier des angesagten Malers Basil Hallward trifft der junge Dorian Gray auf Henry Wotton. Wotton ist ein zynischer Galerist und fasziniert von dem Porträt, das Basil eben von Dorian gemalt hat. Der Galerist ist dermaßen begeistert von dem jungen Mann, dass er Dorian unter seine Fittiche nimmt und in der Upper Class von London einführt. Dorian lässt dabei keine Romanze aus und wird immer eitler, vergleicht sein Äußeres stets mit seinem Porträt, das mittlerweile in seinem Haus hängt. Doch plötzlich beginnt sich sein Bildnis zu verändern. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung am Wochenende. Das war es mit den Star-News vom Freitag. Wir sehen uns am Montag wieder, dann mit einem Talk. Ich kann mir sagen lassen, die Cam kommt vorbei. Die Cam, die beim Bachelor gewonnen hat, jetzt aber nicht mehr mit dem Lorenzo zusammen ist. Also wer das nicht verpassen will, und das solltet ihr alle sein, dann schaut am Montag um 6:30 rein. Die Cam zu Gast bei mir in den Star-News. Bis dann, macht's gut, genießt es. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Bis bald und tschüss.